Herzlich willkommen zum zweiten Teil der dreiteiligen Serie, im Rahmen derer wir uns mit den Begriffen Daten und Information auseinandersetzen. Heute die Schilderung des rechtlichen Umfeldes, in dem wir uns aktuell zu den Begriffen Daten und Information befinden. Wir sind als Menschen grundsätzlich frei, Begriffe mit Inhalt zu versehen. Ja, so funktioniert Sprache. Man findet Begriffe für Dinge, von denen man versucht, in irgendeiner Form Einverständnis über die Bedeutung mit der anderen Seite herzustellen. Wenn wir uns dann über naturwissenschaftliche Begriffe äußern, so ist dann das Ziel, diese Begriffe über die Zeit mit ihrer tatsächlichen naturwissenschaftlich begründbaren Verfasstheit anzugleichen. Bei Begriffen, wo dieser naturwissenschaftliche Kontext nicht hergestellt werden kann, wird es bei einer Annäherung durch Sprache bleiben müssen. Nur beispielhaft erwähnt die Begriffe Wert und Würde in diesem Zusammenhang. Der Begriff Daten allerdings, das haben wir im ersten Teil gezeigt, ist naturwissenschaftlich beschreibbar und kann damit her auch klar gefasst werden. Wir leben in einem Informationszeitalter, in dem alles durch elektronische Datenverarbeitung durchzogen ist und die Kernbegriffe Information und Daten, die wir regulativ zu erfassen suchen, sind nicht einheitlich und klar definiert. Wenn wir nach Deutschland blicken und das Datenschutzrecht dort historisch durch das informationelle Selbstbestimmungsrecht 1983 ganz stark geprägt wurde, so ist festzustellen, dass das darauf aufbauende Bundesdatenschutzgesetz zwar noch begrifflich getrennt hat, indem man gesagt hat, das informationelle Selbstbestimmungsrecht, wir schützen es durch die Regulierung von Daten, auch wenn es die Begriffe nicht klar definiert hat, so ist diese Begriffstrennung mit der Datenschutzgrundverordnung dann endgültig verloren gegangen, indem die Datenschutzgrundverordnung in Artikel 4 definiert, dass personenbezogene Daten all jene Informationen seien, die Rückschluss auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person zulässt. In der Rechtsprechung werden Daten gelegentlich als flüchtig betrachtet und nicht materiell verfasst, zudem leicht kopierbar und damit nicht eigentumsfähig. Und es findet auch keine klare Trennung von der Ebene Information als durch die menschliche Wertung definierte Ebene statt. Beispielhaft auf diese ganze Begriffsverwirrtheit sei auf das Projekt von Herrn Pfeil unten verlinkt verwiesen, der die verschiedenen Schutzgüter, die in der Zeit der letzten Jahre in der politischen Diskussion alle mit der DSGVO in Verbindung gebracht wurden, einmal sehr gut visualisiert dargestellt aufgeführt hat. Eine Unschärfe in der Verwendung dieser Begriffe ermöglicht zwar Pragmatismus in der angepassten Auslegung, aber eben doch auf Kosten der Verständigung. Die Definition für Daten orientiert an ihrer tatsächlichen Natur, diese fehlt. Ersatzweise behilft man sich, indem man sich gegenseitig versichert, im Grunde doch zu wissen, was gemeint sei. Auch andere Wissenschaftsbereiche, nicht nur die Juristen, haben so ihre Themen mit der klaren Begriffsfindung in dem Bereich. Es gab Publikationen in den Wirtschaftswissenschaften, die da auch keine ganz klare Begriffstrennung vorgenommen haben. Auch die Elektrotechnik verwendet die Begriffe teilweise synonym. Und die DIN-Gesellschaft, das ist schon einige Jahrzehnte zurück, hat einen Vorschlag für eine Begriffsdefinition und Klarstellung der Begriffe unterbreitet, diesen dann aber wieder zurückgezogen. In welcher Situation befinden wir uns aktuell im Datenschutzrecht, wo einige schon das Scheitern der DSGVO konstatieren? Nun, die Industrie bemängelt die Komplexität des Datenschutzrechts. Ferner sagen sie, dass diese Regulierung dafür verantwortlich sei, dass die Wirtschaft im Vergleich zu anderen Regionen wie China, USA den Anschluss an die technologische Spitze verlieren würde. Wiederum andere beklagen, dass die Politik nicht die ausreichenden Ressourcen zur Verfügung stellen würde, das Datenschutzrecht flächendeckend durchzusetzen. Wir erleben ferner eine technologisch rasante Entwicklung, bei der uns die IT-Fachleute
fehlen diese entsprechend in die Praxis umzusetzen, und zugleich sehen sich Firmen und der Staat Hackerangriffen in ungekanntem Ausmaß ausgesetzt, für die es im Ergebnis keine wirklich passenden Gegenmittel gibt. Wir können festhalten, der liberale Staat verliert in diesem Bereich seinen Kompetenzanspruch. Unklarheiten bei den Begriffen Daten und Information hinsichtlich der Datenschutzgrundverordnung und die offenen Fragen beim eigentlichen Schutzgegenstand der datenschutzrechtlichen Regulierung tragen zu dem Nebel bei, in dem sich die Regulierungslandschaft für die digitale Industrie als zukünftig zentralem Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung hierzulande befinden. Beispielhaft sei der aktuelle Umgang mit neuen Informationstechniken der künstlichen Intelligenz genannt und die Versuche, dem regulativ in irgendeiner Weise zu begegnen. Und es sei am Rande auch erwähnt, das Beispiel Google, welches bestimmte KI-Technologien in Europa schon für Beta-Tests gar nicht mehr zur Verfügung stellt. Abschließend noch ein paar Worte zur Frage der Eigentumsfähigkeit der Daten. Unten verlinkt 2 Personen, die gegenläufige Argumentationen dazu ausführen. Zum einen Professor Lewinsky und Professor Determann. Die Frage bleibt offen. In der Literatur wird immer wieder gesagt, Daten seien nicht eigentumsfähig, insbesondere im Hinblick auf ihre mangelnde materielle Verfasstheit und ihre Flüchtigkeit, also Kopierbarkeit. Im gleichen Zeitpunkt führt die Europäische Kommission Gesetzesvorhaben an zur Schaffung eines Datenrechts, wo sie nicht personenbezogene Daten diesen eigentumsrechtlichen Status zusprechen möchte. Aus den genannten Gründen haben wir bereits 2021 Klage vom Verwaltungsgericht Köln erhoben. Derzeit sind dort noch 50 Verfahren vor uns. Ziel ist es, nach Möglichkeit den EuGH mit der Frage zu befassen, was Daten sind, ob sie materiell verfasst sind und ob sich daraus eine Eigentumsfähigkeit dieser Daten ergibt. Dies war Teil 2 unserer dreiteiligen Serie zu den Begriffen Daten und Information. Im letzten und dritten Teil dann beschäftigen wir uns mit den Konsequenzen für Gesellschaft und Unternehmen, die sich aus einer klaren Begriffsdefinition ergeben wird.